Wir stehen vor einem Paradox. Gesundheit ist ein Menschenrecht und gleichzeitig ist Gesundheit unglaublich ungerecht verteilt. Wenn wir verstehen wollen, warum das so ist, müssen wir uns gesamtgesellschaftliche Machtverhältnisse und deren Wechselwirkungen anschauen. Sowas wie Klasse, Gender, Race, Kapital und Kultur. Gesundheit ist zwar ein Menschenrecht, aber doch ist Gesundheit ungerecht. Wie oft fragt man sich, wenn man schwer krank vielleicht ist, warum trifft es jetzt genau mich? Aber was wir wissen, ist, dass nicht nur biologische Faktoren oder genetische Faktoren eine Rolle spielen, sondern auch, wo wir leben, welche Ressourcen wir zur Verfügung haben und welche Bedingungen uns mitgegeben sind oder wir erreichen können, um ein gesundes Leben auch ohne Krankheit zu führen. Dazu braucht es nicht nur ein Recht auf Gesundheit, sondern de facto die Bedingungen, die es allen Menschen erlauben, gesund sein zu können und auch gedeihen und sich entfalten zu können, und zwar in großer Vielfalt. Und das ist eine Utopie vielleicht, aber eine Utopie, für die es sich lohnt, einzustehen. Ich würde jetzt mal mit einem Krankheitsbeispiel anfangen. Tuberkulose, eine Krankheit, eine typische soziale Krankheit, zu der ich geforscht habe. Und wir können uns zum Beispiel fragen, wenn eine Person mit Migrationshintergrund, die eine schwere Fluchtgeschichte hinter sich hat, schwere Aufnahmebedingungen im Land, zu dem sie geflüchtet ist, an einer schweren Form von Tuberkulose erkrankt, war das jetzt das Bakterium, das die Krankheit ausgelöst hat, oder vielmehr die Umstände, die Lebensbedingungen, die dazu geführt haben, dass jemand krank geworden ist? Ein Bakterium ist eine notwendige, aber keine ausreichende Bedingung dafür, dass jemand krank wird. Und genauso ist es eigentlich mit Gesundheit. Die Abwesenheit von Krankheit ist vielleicht eine notwendige Bedingung, aber keine ausreichende, dass Menschen gesund leben können und die Möglichkeiten haben, sich gesund zu entfalten. Ich glaube, einmal ist es die Anerkennung, dass Gesundheit nicht für alle das Gleiche ist und gleichzeitig, dass Gesundheit ein kollektives Gut ist. Also jeder sollte dazu beitragen, zum Beispiel Privilegien oder Reichtümer umzuverteilen und abzugeben. Und gleichzeitig, glaube ich, sollten wir darauf achten, dass Gesundheit eben nicht für alle das Gleiche bedeutet und auch Menschen mit chronischer Krankheit oder Behinderung ganz und vollständig am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und dafür Anerkennung bekommen.